willkommen zu dieser neuen Serie von Leadership Injections und der letzten Saison dieses Jahres. Ich kann es nicht glauben, Weihnachten ist bald hier. Aber für die nächsten paar Wochen werden Freimut und ich darüber sprechen, was wir darüber gelernt haben, Leiter zu sein, nicht nur in einem Lebensbereich, sondern auch in unserer Ehe. So, Freimut, yes. Du bist hier. Leadership in Fleisch und Blut, in der Tat. Injection Podcast, ja. Für Sisterhood, für Expand Women, das BFPs, dein Lebensziel erreicht, oder? Ja, das ist meine Grace Zone. Hey, bevor wir weiterreden, ich möchte sagen, wenn du Single bist und du zuschaust, möchte ich dich ermutigen, trotzdem zuzuhören und für die Zukunft zu lernen in Jesu Namen. Amen. Hey, nimm einfach das, was zutrifft für deine jetzigen Freundschaften und Beziehungen mit. So heute, wir wollen über ein paar Basics sprechen. Zu wissen, wer wir sind und was wir brauchen. Sich selbst zu kennen, sich gegenseitig kennen, zu wissen, was meine Rolle bei der Erfüllung seiner Bedürfnisse ist und mein Lieblingsteil, was seine Rolle ist in der Erfüllung meiner Bedürfnisse. So, Amen. Freimut, bist du begeistert über dieses Thema? Absolut. Ja, na klar. Ich bin total begeistert. Ich liebe dieses Thema. Cool. Dann ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Let's go. Und wir fangen gleich an, weil Okay. es ist eine Injection. Es ist short, Kurz, sharp. prägnant, cutting edge. Nein, das ist was anderes. Genau. So, erstens, okay. Wir sind jetzt seit fast 17 Jahren verheiratet. Krass. Fast die Hälfte meines Lebens. Fast die Hälfte meines Lebens. Ja, wir sind gleich alt. Kannst du die Zuhörer mitnehmen in unsere 17 Jahre? Wie haben die ausgesehen? Oha, die ganzen 17 Jahre. Ja, genau. Ja, genau. Ja, die 17 Jahre. Ich meine, es ist viel passiert in den 17 Jahren. Ich meine, wir haben jetzt erst vor kurzem 15-jähriges Jubiläum von uns als Church gefeiert. Aber innerhalb von diesen 17 Jahren, ich meine, wir sind umgezogen. Wir waren am College, haben College beendet. Ja. Wir haben in England geheiratet. Wir sind wieder zurück nach Australien geflogen, weil wir da leben wollten. Das hat nicht funktioniert. Dann sind wir schwanger geworden, sind nach Deutschland gezogen, in ein Land, wo du die Sprache nicht kanntest. Dann sind wir schwanger geworden, haben die Kirche gegründet. Ja. Dann sind wir nochmal schwanger geworden, haben weiter Kirche gebaut. Ja. Dann sind wir, ich weiß nicht, 4 oder 5 Mal umgezogen. Ja. Eine davon warst du nicht da. Ich habe das ganze Umzug allein gemacht. Ja, was soll ich sagen? Der Herr hat gerufen. Genau, ja, nein. Also von daher, ich glaube, die 17 Jahre waren vollgepackt mit tollen Sachen, aber waren natürlich auch vollgepackt mit ein paar herausfordernden Sachen. Krankheiten, schwere Zeiten, wo man nicht so mit gerechnet hat. Phasen auch gleich ganz am Anfang, besonders für dich, die nicht sehr einfach waren. Die ersten paar Jahre im neuen Land, komplett neue Kultur, fremde Leute, du hast eine fremde Sprache. Wir waren noch ganz jung, 24, und haben angefangen, die Kirche zu gründen. Also es war schon, ich würde sagen, langweilig war uns nicht die letzten 17 Jahre. Nein. Wenn man das mal so sagen darf. Ja. Und wenn wir über die Jahre, wir haben einander natürlich immer wieder unterstützt und mit verschiedenen Lebensabschnitten, man braucht andere Dinge voneinander. Es gab eine Phase, die wir, es war nicht so lange her, dass wir durchgegangen sind, wo wir haben deinen Vater verloren. Und wir sind durch Trauer gegangen zusammen, aber es war eine besondere und heftige Season für dich. Was war für dich hilfreich in dieser schweren Season? Also ich glaube, zunächst mal ist es natürlich immer wichtig, gell, weil eben das Leben ist ja nie das Gleiche. Es ist ja dynamisch, es bewegt sich, die Umstände verändern sich, man selbst wächst am Leben, und das heißt, was der andere braucht und was man selbst braucht, ändert sich, glaube ich, regelmäßig. Das ist ja nie das Gleiche. Und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, wenn man in einer Beziehung ist, wenn man in einer Ehe ist, dass man auch genug Raum schafft und ein Bewusstsein kreiert dafür, dass man nicht die gleiche Person bleibt. Weil ich bin heute ein ganz anderer Mensch, der ich war als ich 24 war, vor 15, 16, 17 Jahren, genauso wie du. Das heißt, wenn du mir jetzt noch genau das geben würdest, was du mir damals gegeben hast, und andersrum,
dann würden wir nicht mehr unsere Bedürfnisse treffen oder stillen. Von daher, ich glaube, das ist wichtig zu verstehen. Man entwickelt sich und man verändert sich. Und wenn du jetzt ganz spezifisch über die letzte Season sprichst, in der wir waren, was habe ich gebraucht? Ich glaube, das ist bei Männern wahrscheinlich immer ein bisschen anders als bei Frauen auch. Egal, wenn es um Trauer geht, wenn es um Verarbeitung geht. Man kann es, glaube ich, nicht, man kann keine Stereotypen kreieren, aber für mich war einfach wichtig, Raum zu haben. Einfach Raum zu haben, zu sein, ohne zu viel Druck, jetzt was leisten zu müssen, ohne zu viel Druck, das jetzt sofort verarbeiten zu können. Ein bisschen Hilfe auch, zu lernen, was eigentlich in mir vorgeht. Und ich glaube, das war ja eine der Sachen, die wir am meisten gelernt haben im letzten Jahr, glaube ich. Für mich jedenfalls ist so, okay, kann ich überhaupt definieren, was ich brauche, was ich fühle, was ich denke, was mir wichtig ist. Und einfach Geduld, Raum, Unterstützung, Ermutigung. Und ich würde sagen, wir wollen keine Stereotypen kreieren, aber ich glaube, Big Picture, das ist schon das, was Männer eigentlich brauchen. Sie brauchen Raum, damit sie selbst lernen können. Sie brauchen Unterstützung, ein bisschen Hilfe, ihre Gefühle ausdrücken zu können und einfach ganz viel Ermutigung. Und ja, das war, was mir am meisten geholfen hat. Ja, so gut. Ja, und ich glaube, diese Zeit hat uns geholfen, uns besser zu kennen. Und ich finde, die letzten Jahre haben echt gewachsen in unserem Verständnis voneinander. Und eine Sache, die du über Freimut und mich wissen solltest, ist, dass wir sehr unterschiedlich sind. Und ich habe das Gefühl, dass wir uns wirklich im letzten Jahr noch mehr bewusst geworden sind, wer wir als Individuen sind. Ja. Danke für deine Hilfe. Sehr gerne. Es ist wichtig zu wissen, wie jeder von euch Liebe gibt und empfängt, die Liebessprache halt. Und eine Sache, die wir gerne empfehlen würden, ist das Enneagramm. Es hat uns wirklich geholfen, mehr darüber zu erfahren, was der andere braucht. So haben wir erst kürzlich entdeckt, dass ich eine Eins bin, eine Perfektionist, und Freimut, du bist eine Neun, ein Friedensstifter. Und eine der Möglichkeiten, wie dies unserer Ehe geholfen hat, ist das Verständnis, wie der andere auftankt. So habe ich gelernt, dass Freimut Zeit für sich allein braucht. Er braucht, dass von ihm nichts verlangt wird. Er will, dass ich mich entspanne und genieße, nichts mit ihm zu machen. Und frei, wie werde ich aufgetankt? Genau das Gegenteil. Du liebst es, was zusammen zu machen, zusammen einzukaufen, als Familie, einen schönen Abend zu haben, Spieleabend, du liebst es einzurichten, die richtige Musik im Hintergrund muss sein, alles muss einfach, du magst einfach zusammen was reißen, zusammen was machen und Erlebnisse sammeln, was ich ja auch mag, aber das tankt mich nicht unbedingt auf. Ja, nicht unbedingt. Zeit mit dir alleine tankt mich extrem auf. Ja, und ich will mit dich und die Kids alle zusammen. Ja. Genau. So, wir mussten also Änderungen vornehmen, damit wir nicht beide nur am Nehmen sind, sondern dass wir Platz für die Bedürfnisse des anderen schaffen. Ja, ich werde dich wirklich ermutigen, den Enneagram-Test zu machen und etwas übereinander herauszufinden und dann darüber zu sprechen, was ihr jeweils braucht, um voll zu bleiben. Babe, was ist mit Liebessprachen? Weil wir sind auch dort sehr unterschiedlich. Deine Liebessprache ist Zweisamkeit um Lob und Anerkennung. Und ich bin Hilfsbereitschaft, bitte putz mir das Haus, ich liebe dich für immer. Und natürlich Zärtlichkeit. Eine der Hauptfrüchte sexueller Intimität ist Einheit. Es ist irgendwas, die nicht nur körperlich ist, es ist eine Seelensache. Und wir können sagen, dass über die Jahre, wir haben das manchmal richtig gut miteinander gehabt und manchmal vielleicht nicht so gut. Und wenn wir diese Einheit nicht haben, dann unsere Gnade, unsere Geduld ist ganz schnell voneinander weg. Und so diese Intimität ist sehr, sehr wichtig. So,
frei. Yes. Gib uns Tipps. Was denkst du sind Schlüssel, um gesunde, regelmäßige Momente sexueller Intimität zu schaffen? Jetzt bist du gespannt. Yes. Ich glaube einfach, was es braucht, ist Raum und Zeit. Ich glaube, eine der Sachen, die am schnellsten im Leben passiert, ist, das Leben wird busy und man wird von Menschen, die sich gegenseitig lieben und auf Herzensebene austauschen und teilen und zusammen sein wollen, zu Partnern, die das Leben organisieren und zu besten Freunden, die miteinander einfach das Leben organisieren. Und das ist ja nicht das Ziel. Und ich glaube, da muss man einfach immer wieder auch schauen, dass man einfach regelmäßige Zeiten findet, wo man Raum hat, einfach zu sein. Und ich glaube, weil sexuelle Intimität ist ja eigentlich nur die Krönung von all dem anderen, was davor passiert, ist dieses enge Zusammensein, dieses nahe Zusammensein. Und ich glaube, einfach Raum zu schaffen und Zeit zu geben, selbst zu sein, ohne Druck, ohne das als ein großes To-Do zu haben. Ich glaube, das ist wichtig. Und da muss man einfach ganz praktisch, ich meine, wir haben angefangen mit dem Kalender zu arbeiten, im Sinne von, wo haben wir Zeiten, wo wir zusammen für ein paar Tage weggehen können, wo haben wir Zeiten, wo wir wissen, hier sind wir alleine, hier können wir einfach mal weggehen und austauschen. Und ich glaube, das ist wichtig. Und das Ziel ist ja nicht immer, dass man nachher sexuelle Intimität hat. Das Ziel ist einfach, dass man intim wird. Ja. Weil wenn man, also ich finde, wir haben jetzt nicht im Kalender jetzt, okay, da haben wir Sex und da haben wir Sex und hier und so. Sondern es ist ja eher so, nein, wir planen Zeiten zusammen, ohne jetzt Druck, was erledigen zu müssen. Und dann, ich glaube, dann passiert es nachher ganz von selber. Wenn man Zeiten plant, sich nahe zu sein, dann ist das quasi der I-Punkt auf dem I. Ich glaube, was hat uns geholfen, ist einfach immer wieder darüber zu sprechen und diese Gespräche zu suchen. Hey, ja, es ist mir wichtig, ich brauche das, wir brauchen das. Ja. Und einfach mutig genug zu sein, die Fragen zu stellen. Ich glaube, ein Verständnis zu haben, wie wichtig es ist und ein Verständnis zu haben auch dafür, dass auch das sich in den Lebensabschnitten verändert. Und ich glaube, das größte Problem ist, dass Leute eben anfangen, darüber zu schweigen, nicht darüber zu reden. Ja. Aber solange das Gespräch stattfindet und man austauschen kann miteinander und Enttäuschungen teilen kann, Wünsche äußern kann, Fragen stellen kann, solange da diese Offenheit da ist, dann ist es ein gutes Zeichen dafür, dass es gesund ist. Und wie du gesagt hast, es ist was es gehört dazu, es muss passieren, es soll passieren, weil es schafft diese Einheit. Von daher, ja. Cool. Well, unsere Zeit ist gegangen, aber wir haben ein paar Wochen noch vor uns und ich freue mich. Ich hoffe, das hat dir heute geholfen, ein gesundes Bewusstsein dafür zu schaffen, was du und dein Mann brauchen, damit ihr euch gegenseitig aufbauen könnt, um zu gewinnen. Und wir sehen uns nächste Woche. Nächste Woche. Ciao.